Hi. Hi. Hello. Hallo an Hello. alle. You can Hello, say hello everyone. in German. It's very easy. Hallo. Hallo. Guten Abend. Guten And We Morgen. have guten the Abend. accent. Guten Yes. Abend. Everyone says that in my neighborhood when I go walking. So I have guten Abend. And I start German lessons next week. So there we go. How does it get any better Wow. than that? Yeah. Hi. Also, Hey. ich sag mal, I'm gonna say hello in German too. Also, hallo an alle, die das jetzt auf Deutsch gucken. Wir sind hier heute mit Rachel O'Brien und mit Frieda Sophie. Your Und wir sister. haben, ja, meine Schwester. Genau, und wir haben gerade darüber gesprochen, dass Rachel lebt nämlich gerade in Deutschland, dass sie auf jeden Fall schon Hallo und guten Abend sagen kann Exactly. und dass sie Hallo bald und. anfängt, Deutschunterricht zu nehmen. It's so great that you're gonna take German lessons. Yeah, I have to. It's so funny when you have no point of view where a Facebook Live and a YouTube Live goes to. I have been asking to work with the elementals of consciousness, and one of them is patience. And I was told by a very good friend of mine, if I want to develop patience, learn the German language. Also ich habe Rachel gerade gratuliert dazu, dass sie jetzt anfängt, Deutsch zu lernen. Und sie hat gesagt, sie spielt gerade mit den Elementalen von Bewusstsein und eins davon ist die Geduld. Und ein Freund von ihr hat gesagt, wenn sie Geduld üben möchte, dann können sie das gut beim Deutschlernen machen. I think it's Just like- hilarious. It's hilarious. It really is. Das ist They sehr created witzig. a language that nobody can figure out. Also sie haben eine Sprache kreiert, die niemand versteht. I sometimes wonder though how much it's the projections on the language. You know, everybody goes like, German is so hard. So of course it's hard. Also wie sehr sind es die Projektionen auf die deutsche Sprache, dass immer gesagt wird, sie sei so schwer? You are so energetic because this conversation is about business and everyone has a point of view that business is hard. Also Rachel sagt, ich sei so energetisch. Denn hier geht es heute gerade um Business und alle haben die Ansicht, dass Business schwierig ist und hart ist. Business is so hard. Not for me. So what is Also, it like for you? Also für Rachel ist Business nicht hart. Wie ist es für Rachel? That's an awesome question. Thank you so much. Das ist eine ganz tolle Frage. Danke dir. So first of all, I would know you only for I have a global business. I would know Anne only for I have a global business. Also erst einmal, ich würde dich und auch Anne, oder ich kenne euch beide nur dadurch, dass ich ein globales Business habe. And for me, Anne just told me before we went live that she translated Gary Douglas, the creator of Access Consciousness, for the first time. Und gerade bevor wir live gegangen sind, hat Anne mir erzählt, dass sie heute zum ersten Mal Gary Douglas, den Gründer von Access Consciousness, übersetzt hat. And I know for Anne to step into that skill with Gary, that she requires to become greater in her capacities. Und ich weiß, dass Anne, um in diese Fähigkeiten ihre Fähigkeit mit Gary einzusteigen, dass es dafür braucht, dass sie was Größeres entscheidet oder was Größeres wählt. And I can't even explain to you that like moves me. That just gets me to be like, yes! Und ich kann es gar nicht sagen, wie es ist. Es ist, dass mich das bewegt, dass ich so sage, yes. So for me, business is, I'm going to say business is something that allows us to become greater in our abilities and our capacities. Und das ist für mich Business. Business erlaubt uns, größer zu werden, großartiger zu werden mit unseren Fähigkeiten. And that to see someone go beyond a fear in regard to they decide that they cannot create work in a way that's ease, or they just can't do something full stop. To see someone go beyond a limitation of what they can't do and to watch them have this confidence in themselves when they do, it's priceless.
Also Rachel sagt, es ist krass zu sehen, wie jemand wählt, sich eine Angst zu stellen und sich etwas gegenüberzustellen, wo man vielleicht denkt, dass man es nicht tun kann und das dann zu wählen und darüber hinaus zu gehen, das ist wirklich unvergleichlich. Did I So miss for something, me- Frida? I went like, It's so beautiful because that goes way beyond this reality with business too, where it's all about competition and I have to be the best and nobody else can be greater than me. You know? also ja, das geht sehr über diese Realität hinaus, wo es im Business immer um Wettbewerb geht und darüber, wer kann was am besten. I have no idea like what I chose, but for me it's like that takes up like I'm like I just want to contribute. I want to make the world a greater place. People become happier, you know. Und ich weiß nicht, was ich anders gewählt habe, aber für mich ist es einfach nur so, dass ich sehen möchte, dass die Leute großartiger werden und glücklicher und dass die Welt ein glücklicherer Ort wird. And for me, looking at someone else and making like putting your energy into that, that's definitely going to destroy my future. It's gonna destroy your future. Too. Okay, if you do competition. Well, in if that I look at this for a moment. So if I look at Frida and I go, she's much better than me at one area, she's much better than me at is making videos and putting things in a storylines in video. Okay. So if I look at this and I say, she's better than me, how I can't even receive from her capacities and her abilities. Okay, also Rachel sagt, wenn man die Energie da reinsteckt, sich mit anderen zu vergleichen, in dem Beispiel zum Beispiel nennt sie Frida, die besser ist darin oder sehr gut darin ist, Videos zu machen und Storylines, also kleine Geschichten zu kreieren. Und anstelle, dass Rachel die Energie da reinsteckt, sich zu vergleichen und so sagt, oh mein Gott, nein, sie kann das gut und ich vielleicht weniger oder anders, kreiert es so viel mehr, wenn man das empfängt. And one thing I know, and I don't even like have a reason for knowing it, but I know when I'm doing control, I do not create greater, and I cannot receive from I cannot receive from you, Anne. I cannot receive from Frida if I'm doing control, which is right or wrong in regard to business. Also wenn sie Rachel in richtig und falsch geht, wenn es um Business geht, wenn sie kontrolliert, dann kann sie überhaupt nicht empfangen. Weder von mir, noch von Frida, von niemandem. What just popped up for me is this, that even we learn this in school, right? It's always like, you're the best in this class. Or like, it's always this, you're in the lowest third. I don't know what. So it's always this, like, I have to fight to like get to the top of whatever. And it's never about you can receive from your classmates. What? No one ever said that. Ever. Like, you have to be better than, which is back to control again. Ja, also schon in der Schule, das kam mir gerade so hoch, dass man schon in der Schule lernt, wer ist der Beste in der Klasse, wer hat die besten Noten, wie eben steht man im Vergleich zu den restlichen Schülern und da eher so eine Ellenbogenmentalität schon lernt. Ja. No wonder most people are more comfortable with control in regard to business instead of being in question and in generation of what they would like to have. Also kein Wunder, dass die meisten Menschen, auch wenn es um Business geht, eher kontrollieren, anstelle Größeres zu generieren, in sich damit zu beschäftigen, was sie wirklich gerne hätten. Like for me, it's a no-brainer if Frida, Anne, and Rachel come together and all of our lives become greater because we are capable of greater together. Also für Rachel sagt, für sie ist es ganz klar, wenn wir zusammenkommen, Anne und Rachel und Frida, dann können wir zusammen Größeres kreieren, weil wir uns da gegenseitig beitragen.
And so for me, business, it's, you know what, I can't wait for this to be the end of this era. Business where you're making someone else wrong or you're judging them as right or wrong. I can't wait for this era to fall apart, because it will fall apart. Also Rachel kann es kaum erwarten, dass diese Ära zu Ende geht, in der es bei Business immer darum geht, was ist richtig, was ist falsch. Und das wird auf jeden Fall auseinanderfallen, dieses Zeitalter. Business where we support people to have confidence and develop their capacities that they may not even know that they're capable of. Also stattdessen Business zu haben, wo man andere unterstützt und deren Fähigkeiten anerkennt und vielleicht auch Dinge, wo sie selbst noch nicht mal wissen, dass sie dazu fähig sind. So for me, business is a possibility of choices of what you can bring to the world that's fun for you and that you can make money from. Also Business sind die Wahlen und Möglichkeiten, die du treffen kannst, um was Größeres in der Welt zu kreieren und dabei auch Geld zu machen und dabei Spaß zu haben. Ja, also Geld und Spaß zusammen. This is wild. It is wild. Yeah, Simone Miles, who created Joy Business a while ago now. She wrote the book a while ago. Simone Miles, die Joy of Business, Freude im Business, gegründet hat, die hat vor einer ganzen Weile das Buch geschrieben. At the time, everyone was like, Joy and Business? Hä? Und zu der Zeit haben alle gesagt, hä? Freude und Business? Hä? I'm pretty sure it was like 15 years ago. Whereas now, everyone's like, oh my God, you can totally have fun in your work and you should enjoy what you do. Ja, also das war vor ungefähr 15 Jahren, wo das überhaupt noch nicht zusammenging, Freude und Business. Und jetzt hat sich das geändert. Jetzt ist es so dieses, du solltest Freude daran, dem haben, was du machst, was du als Arbeit machst. Yeah. Yes. And so, yeah, Frida. I guess people are, like, more and more people are realizing that it's just not sustainable if you don't have fun. Also ich glaube, viele Menschen verstehen jetzt einfach nach und nach, dass es überhaupt nicht nachhaltig ist, wenn du keinen Spaß hast. So she says one line, boom. Sie sagt einen Satz, boom. It's not sustainable for your body. Es ist nicht nachhaltig für deinen Körper. It's not sustainable for, I would say, like, if you're going home cranky and miserable from your job every night, it's not sustainable for your relationships. Es ist nicht nachhaltig für deine Beziehung, wenn du zum Beispiel jeden Abend mies gelaunt nach Hause kommst. So Joy Business is about the way you are in the business. When you wake up, you're in the business of living. Also bei Freude im Business geht es darum, wenn du aufwachst morgens, bist du schon im Business deines Lebens. And we live in a world that if you're not aware in regard to the way that you bring money into your living and into your life, then you're going to make it in a way that doesn't work for you. Oh, wow. Okay. Also wir leben in einer Zeit oder in einer Welt, wo, wenn du dir nicht bewusst darüber bist, wie du Geld in dein Leben bringst, about how you make the money, Yeah, so dann machst du es auf Arten und Weisen, die gar nicht funktionieren für dich. So Joy Business is all about awareness, and if you're not aware of your choices in the way that you make money, then you will be impacted by the dominant points of views in this reality, which is work hard. Is it? Ja. Also wenn du dir nicht gewahr bist darüber, welche Wahlen du triffst und wie du Geld generierst, dann wirst du Yeah. I'm
She's you are a rock star. Yeah. Dann Post-Gary syndrome. wirst du. No, that's not a thing. Let's not make it a thing. No, don't. Dann wirst Not du about. quasi zum Opfer deiner Ansichten, die du darüber hast, dass Arbeit ja hart sein muss. So I actually haven't done a taster since April. I'm doing a Joy Business taster this Saturday. Also Rachel hat schon seit April keinen Freude im Business Taster mehr gemacht und diesen Samstag gibt es einen. And it's for 2 hours. It's 4 p.m. CET. Der Taster wird für 2 Stunden sein und fängt um 4 Uhr nachmittags an. And we would for me, nobody should have to do a job that they hate that impacts their physiology and their psychology in a negative way. Also für Rachel sollte niemand einen Job machen müssen, den er hasst und der dann psychisch und physiologisch einen schlechten Einfluss auf einen hat. So what are you refusing in regard to business that keeps you from having and receiving the business reality that would work for you? Also And you don't even have to translate that if you don't want to. I can like half translate it. Also wem oder was widerstehst du mit Business, dass wenn du es nicht widerstehen könntest, du deine Realität mit Business haben könntest? Yeah, that keeps you Was it from that? having Frida, stop me if I'm saying. How does it get any better than that? So your life is your business. Your business Also is your dein life. Leben ist dein Business. Dein Business ist dein Leben. Dein Business is dein Leben. Did you see? We're going to do live German lessons. Yes, exactly. We invite you to a different perspective. Also wir laden dich zu einer anderen Perspektive ein. What if you didn't have to figure it out? Was wäre, wenn du es gar nicht verstehen müsstest? Thanks so much for your time, Anne. Thanks, Frida. I love your Danke, one-liner. Anne, für deine Zeit. Danke, Frida. Yeah, and welcome. Come join us Saturday night if you Und require. seid alle dabei am Samstag. And maybe we can say the title of the class, right? Because it's, for me, it's really the combination, because it's the big 5 in business. So when I read that, I was like, oh my God. Yeah. Also es geht um die großen 5 und Business. Eine super Kombi. So the name of the call, Frida, do you know it? Or I know it goes. It's, are you making the big 5 more real than what you can bring to the world with your business? Also machst du die großen 5 realer als das, was du mit deinem Business in die Welt bringen kannst. Yeah. There it is. Are you making the big 5 more real than what you can bring to the world with your business? Your job, everything. Dein Job und alles. Ja. Und alles. Thanks. Exactly. Thanks so much, ladies. Have a beautiful evening. And we hope this live was a contribution to you. Habt alle einen wunderschönen Abend und wir hoffen, dass dieses Live ein Beitrag war für euch. Und wir euch vielleicht am Samstag sehen. It's online, right? Is it only online? Online, yeah, online. Yeah, okay. Beautiful. Online. Ja. Also der Kurs am Samstag ist online. With German translation. Mit deutscher Übersetzung. Can I add the price, Rachel? Because it's like a no-brainer. Oh, yeah. What? She wants to add the only price. 70 euros for 2 hours with Rachel. So how much is it? 70? 70 euros, yeah. Oh, okay. Yeah. Also es sind nur 70 Euro für 2 Stunden mit Rachel. Yeah. No, don't come. Kommt nicht. It's a no-brainer. A friend of mine called me today and she was like, how much? I was like, 70 euro. And she's like, okay, I'm coming. Eine Freundin von Rachel hat sie heute angerufen und hat gesagt, wie teuer ist es? 70 Euro? Okay, ich komme. Yeah. Beautiful. Yeah. Okay. Thank you so much, Rachel. Oh, I'm so grateful for you guys. My loves. Bye. Bye, everyone. Bye. Bye.